Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play History mit mir, dem Jan und Vampyr. Wir sind hier im Pembroke Hospital. The pain. Wir werden mal mit den PatientInnen hier sprechen. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reid. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Sag mal, was sind das für Fragen? Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Das glaube ich allerdings auch. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Ist ja riesig hier. Will ich das jetzt... Ah, Herr Doktor? Und Herr Doktor. Können wir sprechen, Herr Doktor? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reid. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reid. Thoreau. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reid. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Gleich mal ein paar Quests einsammeln, ha? Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reid. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. I'll give you some advice, but understand that nothing beats practical experience, which can be exhausting and solitary work. Of course, sir. And don't worry, I will never allow myself to be a burden, neither to you nor this hospital. Was ist er denn für ein Schleimi hier? I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Tja, mit welchen Mitteln aber? Mit welchen Mitteln? Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want?
To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reid. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Wohl wahr, wohl wahr. So, es fehlen Hinweise. Goodbye, Dr. Strickland. Goodbye, goodbye. Und wer sind Sie? Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I believe we're going to be colleagues. Reid? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Okay. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reid. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Was hat er denn nun eigentlich? Ist noch nicht ganz klar geworden, ne? Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Sie werden für die Folgen gerade stehen. Ich vertraue Ihrem Urteil. Es ist ein konservativer Ansatz. Tja. Angezeigt, wie viele Erfahrungspunkte man kriegen würde, wenn man sie tötet. Tja, wir kennen ihn überhaupt nicht. Es ergibt keinen Sinn. Also, warum sollten wir ihm vertrauen? Kein Grund dafür und kein Grund dagegen, aber... Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become
displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Okay. Wenn das so ist, können wir mit dem neuen Hinweis etwas herausfinden. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Ah, ich mag das, diese gesellschafts- und systemkritischen Anspielungen immer. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reid, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Geht es also auch um eine grundethische Frage? Ob man medizinische, naja, er nennt es Experimente, man neue Methoden ausprobieren sollte und wenn ja, in welchem Rahmen und in welchem Kontext? Von wehrlosen Kriegsopfern hält er es für problematisch. Waverly. Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Ja, aber nicht um jeden Preis. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Thank you for your Sehr time. spannend. We'll talk later. Sehr spannend, cool. Gut, ich glaube, wir gehen mal, bevor wir jetzt hier jeden Menschen anquatschen, den wir hier finden können, gehen wir mal... Bin ich jetzt überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs? Nee, hier ist der Ausgang. Gehen wir den ersten Stock in das Büro. Spannendes zu sehen. Ein Spind zu plündern. It's locked. It's locked. Ein langer Brief liegt hier. Ein langer Brief. Von wem? Lucy, Paul, Mama and Papa. Birmingham, 27. Oktober. Hallo Schwesterchen, wie läuft es in der großen Stadt? Hier in Brum ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da. Und in der Nachbarschaft gibt es viele Neuerkrankungen. Erinnerst du dich noch an Miss Scheller? Die fiese alte Schnapsdrossel aus dem 2. Stock. Sie ist vor 2 Tagen gestorben und ihre Wohnung wurde bereits wieder vermietet. Mensch, man müsste mir schon eine Menge Geld bieten, damit ich in einem Bett schlafen würde, in dem erst vor ein paar Stunden eine Frau an der Grippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mir mit der Beantwortung deines letzten Briefes Zeit gelassen habe. Weil der kleine Paul, Mama und Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich derart auf Trab halten, finde ich kaum Zeit, meiner Lieblingsschwester zu schreiben. Übrigens lässt mein Sohnemann Grüße an sein Tantchen Pippa ausrichten. Aha. Du solltest den kleinen Quengelkopf mal sehen. Er treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Und Mama sagt, du solltest ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du die nächsten Male nach Hause kommst. Im letzten Brief schriebst du mir, dass du überlegst, deinen Job im Pembroke zu kündigen. Ich finde, das solltest du dir besser zweimal überlegen, Pip. In der Fabrik gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen und es ist so langweilig wie ein Tag ohne Sex. Oh, ich habe einen neuen Freund und nein, ich
bin keine Schlampe, du Moralapostelin. Was? Wenn du also wirklich hinschmeißen und was Sinnvolleres tun willst, als jeden Morgen Tote zu zählen, solltest du vielleicht besser in London bleiben und dieser Gruppe beitreten, von der du mir erzählt hast. Die Wache von Priven oder so. Hab noch nie von denen gehört. Ich will denen beitreten. Aha, okay. Aber wenn es wirklich eine Art Miliz ist, die etwas verändern will, ist sie vielleicht das Richtige für dich. Aber spiel bitte nicht die Heldin. Das hat meinen armen Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat zu viele Stoßtrupps angeführt. Verdammter Krieg, wie dem auch sei. Komm so schnell wie möglich mal wieder her und halte mich bis dahin auf dem Laufenden, wenn es gute Neuigkeiten gibt. Ja, sonst aber nicht scheinbar. Na gut. Okay, ein Brief an Pippa Hawkins von ihrer Schwester. Jetzt aber ab nach oben. Tja, rechts oder links? Das hat niemand gesagt. Nur, dass der Name an der Tür steht. Ist verschlossen. Dr. Swansea. Okay. Ist er denn da? Nein, jetzt will er nicht reden. Not now. Erstmal eine Säge eingesteckt, nicht? Dr. Tippett, Strickland und Aykroyd haben alle zusammen ein Büro. Und der gute Dr. Reid hat ganz alleine eins. This must be the place. Und was für It's eins. definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Tja. Ah ja, hier gibt es auch die besagte Werkbank. Das heißt, wir könnten mal schauen, die Blutprobe können wir analysieren. Ja. Ein leichtes Regenerationsserum. Regeneriert 300 Lebenspunkte sofort und anschließend 150 innerhalb von 15 Sekunden. Kräftigende Blutprobe. Eisentatrat. Natriumchlorid. Was ist? Natriumchloroxidlösung. Oder sowas. Brauchen wir dafür. Waffentechnisch. Ja, wir hatten den Knüppel gefunden, der deutlich mehr Ausdauer kostet, bisschen mehr Schaden macht. Die Säge. Okay. Zweihandwaffe. Da bräuchte man auch den Griff dafür. Der Pflock. Bleistab. Kleiner Teil eines Griffs braucht man auch dafür. Sonst kann man auch die Verbesserung hier noch nicht durchführen. Hier braucht man den Teil des Abzugs. Und da brauchen wir noch mehr Federn. Federn. Auch Teile des Abzugs. Mir ist nach wie vor noch nicht klar geworden, wie ich wohl die ausrüste, die Waffen. Naja. So, was haben wir denn hier? Kleines Fläschchen. Wiederverwerten. Billiger Gin. Glasfiole. Mit Alkohol. Ah, das kann man verkaufen oder wir können daraus aus der Flasche mit Alkohol eine Glasfiole und zweimal Eisentatrat machen. Verstehe. Und aus der Uhr kriegen wir Federn, Schrauben, Schmiermittel. Ah. Verstehe. So. Und wenn wir das jetzt haben. Die Federn reichen aber nicht aus, oder? Federn haben wir schon genug. Genau, die
Den Abzug brauchen wir da noch. Geht hier noch was zu verbessern? Ja. Schaden erhöht sich, aber auch der Ausdauerverbrauch. Das machen wir trotzdem mal. Zack. Ach, geht immer nur 1? Ja, steht auch daneben. Oder. Dum, dum, dum. Wer lesen kann, ist klar. Blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Na gut. Wir räumen nochmal eben die Schränke leer und dann würde ich sagen, können wir die Folge auch mal beenden. Drachenfluch. Und ein Kleffer. Huch, was jetzt passiert? Ist er so müde, dass er direkt ins Bettchen musste? Bin nicht sicher. Aber wir werden es rausfinden bei der nächsten Folge, liebe Leute. Macht's gut, bis dann. Euer Jan.